Hi Leute, heute präsentiere ich euch mal einen ganz neuen Ford Mustang, aber keinen normalen Ford Mustang, sondern einen voll elektrischen und auch nicht einen ganz normalen voll elektrischen Ford Mustang, sondern ein SUV. Und wer sich jetzt fragt, was hat das eigentlich noch mit einem Ford Mustang zu tun, das zeige ich euch jetzt. Und bevor es richtig losgeht, bin ich extra nach Los Angeles gereist, um bei der Weltpremiere live dabei zu sein. Ich meine, der Ford Mustang Mach-E sieht doch auf den Straßen unter der Sonne Kaliforniens besser aus als in einem weißen Studio, oder? Kommen wir zu den Details. Das voll elektrische SUV wird es anfangs in 2 Varianten mit 2 verschiedenen Batteriekapazitäten geben. In der Basisversion kommt der Mustang Mach-E als Hecktriebler mit 258 PS Leistung. Diesen gibt es dann einmal mit der kleineren Batterie und einer Reichweite von 450 Kilometern oder mit der größeren Batterie und einer Reichweite von 600 Kilometern. Den Mustang Mach-E bekommt man aber auch als Allrad mit einmal 258 PS und einer Reichweite von 420 Kilometern und einmal mit 337 PS und einer Reichweite von 540 Kilometern. Zusätzlich gibt es zu Beginn noch den Mustang Mach-E First Edition in einer limitierten Auflage, jedoch ebenfalls mit 337 PS Leistung und 540 Kilometer Reichweite. Das Interessante dabei ist, dass sich die Begehrlichkeit der Käufer nicht ausschließlich auf das stärkste Modell konzentrieren, sondern auch auf das Modell mit der größten Reichweite. Also quasi das Einsteigermodell mit der großen Batterie. Nichtsdestotrotz wurde schon für 2021 eine Hochleistungs-GT-Variante des Mach-E mit 465 PS vorgestellt. Und der sieht verdammt gut aus. Alle Modelle sind bei 180 km/h abgeriegelt. Die kleine Batterieversion kann im Idealfall in ca. 38 Minuten von 10% auf 80% Kapazität aufgeladen werden. Dies funktioniert allerdings nur an öffentlichen Gleichstromladesäulen mit 130 bis 150 Kilowatt. Die Ausstattungsmerkmale sind durchdacht. So gibt es vorne unter dem riesigen 15,5 Zoll Touchscreen gleich 2 induktive Handyladeschalen und das Handy kann auch als Schlüssel für das Auto benutzt werden. Die Käufer können zwischen 2 verschiedenen Technology Packs wählen. Darunter fallen dann jede Menge technischer Assistenzsysteme wie der Parkassistent oder Verkehrsschildererkennung oder auch das Panoramaglasdach, welches fast das komplette Dach ausfüllt. Neben einem 402 Liter großen Kofferraum gibt es außerdem nochmals 100 Liter Kofferraumvolumen unter der vorderen Haube. Das Auto kann über die integrierte 4G-SIM-Karte unter anderem Software-Updates oder Verkehrsinformationen während der Fahrt empfangen und senden. Anbei entstehen keine zusätzlichen monatlichen Kosten. Außerdem ist der Mach-E kompatibel mit Amazon Alexa. So kann der Fahrer sein Smart Home aus dem Auto heraus steuern. Bestellen lässt sich der neue Ford Mach-E ausschließlich online auf der Ford Homepage. Los geht's ab knapp 47.000 Euro. Für die First Edition werden mindestens 66.800 Euro fällig. So, und dahinter mir stehen sie in 2 wunderschönen Farben, einmal hier in Rot und einmal in Blau. Und wenn wir uns den mal anschauen, hier ist gerade ein bisschen YouTuber-Zeit, deswegen stehen hier so viele Leute. Das ist übrigens nochmal der Ford Mustang Mach-E als GT-Version in einem wunderschönen Blau. Ich finde den so ausgestattet natürlich sehr, sehr schön und ihr wisst wahrscheinlich, dass das hier mein absoluter Favorit unter den Mach-E's sein wird. Ich sage Mach-E, ihr könnt auch Mach-E sagen, wie es euch beliebt. Warum wurde dieser Wagen eigentlich nach dem Mustang benannt? Ja, optisch wurde sich natürlich ein bisschen am Mustang orientiert. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Name Mustang für diesen Wagen gerechtfertigt ist. Fangt gerne mal eine Diskussion an. Wir haben natürlich schon einiges an Performance, wie ihr vielleicht auch gerade schon in dem Voice-Over gehört habt. Und hier wurde sich an den Scheinwerfern ein bisschen orientiert am Mustang. Die brachiale, muskulöse Haube hier. Ich sage extra Haube, weil ein Motor sitzt da ja nicht mehr drunter. Und wenn wir uns das Ganze mal von hinten ansehen, dann sieht man auch klar und deutlich, auch hier bei den Rückleuchten mit diesen 3 vertikalen Linien auf jeder Seite. Ich zeige euch gerade noch mal hier die Sitze. Das ist auch übrigens ganz interessant zu öffnen. Geht er hier, dann öffnet sich die Tür schon leicht. Und dann zieht man hier einfach auf. Zack. So, und der GT hat hier die Sportsitze drin. Ich zeige euch gleich mal drüben, wie die normal aussehen. Das Ganze wieder mit Soft Close natürlich zu. Hinten hat er übrigens nicht so einen Haken.
Da drückt man einfach drauf, dann springt einem die Tür entgegen und so öffnet man dann die Tür. Man sieht auch nochmal einen schönen Unterschied vom GT zum normalen Mach-E. Hier ein angedeuteter Grill, was das Ganze nochmal ein bisschen optisch sportlicher aussehen lässt. Mit so einer leichten Wabenoptik. Beleuchtetes Pferd wird wahrscheinlich in Deutschland nicht erlaubt sein. Und der hier hat das zum Beispiel vorne etwas anders. Die Halle sieht übrigens super schön aus. Die wird nachher im Laufe des Abends natürlich noch gefüllt sein. Hier mit diesem 3D-Pferdchen beleuchtet und auch hier auf dem Boden überall die beleuchteten Ford-Pferdchen. Und natürlich die Fahrzeuge. Was mir bei dem Mach-E besonders aufgefallen ist, als ich mich das erste Mal reingesetzt habe, ist, der hat ja schon optisch ein sehr abgeflachtes Heck. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sieht man, dass durch diese schwarze Dachkante hier der Wagen eigentlich höher ist, als er aussieht. Und jetzt gehen wir mal kurz rein. Ich finde das Interieur auch sehr, sehr schön gelungen. Also hier ist wirklich unglaublich viel Platz. Es ist leider hier sehr dunkel, deswegen könnt ihr es wahrscheinlich nicht so sehen. Hier ist ein komplettes Panoramadach, komplett bis hinten durch. Und man hat hier wirklich noch super viel Platz nach oben. Also auch große Personen könnten hinten ganz leicht bequem sitzen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, als ich mich zum ersten Mal hier hinten reingesetzt habe, war die Bequemlichkeit der Sitze. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auf so bequem Rücksitzen gesessen. Die sind ja meistens oft nicht so bequem, meistens etwas hart. Meistens ist auch die Position der Rücksitze für den Rücken nicht gerade auf Langstrecke angenehm. Aber die hier, die geben so richtig schön nach. Und was ich natürlich nicht auslassen darf, ist auch das Interieur. Hier vorn. Hier haben wir einmal ein virtuelles Display, was die wichtigsten Fahrdaten anzeigt. Und hier, ja, das würde ich schon fast einen Homescreen nennen, ein riesen Display, wo sich super viel einstellen lässt. Man kann auch zusätzlich später noch Optionen oder Ausstattungen, Fahrassistenzsysteme dazu kaufen. Ford arbeitet hier übrigens mit Bang & Olufsen zusammen. Wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man auch die Materialien, die hier in den Lautsprechern benutzt wurden von Bang & Olufsen. Das Ganze hat auch nochmal so ein Wohnzimmer-Feeling. Ich hatte gestern die Möglichkeit, mal mitzufahren im neuen Ford Mach-E, Ford Mustang Mach-E. Es war mir leider nicht gestattet zu filmen, aber die Beschleunigung, wie schon zu erwarten war bei einem Elektroauto, war enorm. Und auch wenn man denkt, der Wagen liegt hoch und fährt sich vielleicht ein bisschen schwammig, da hatte ich bei dem Wagen überhaupt nicht das Gefühl. Also er fuhr sich doch schon sehr agil. Letztendlich, klar, man nimmt den jetzt nicht mit auf die Rennstrecke, aber man kann auch mit so einem größeren Elektro-SUV ziemlich sportlich unterwegs sein. Und wer sich jetzt noch fragt, was diese Bezeichnung eigentlich bedeutet, mit der 4 und dem X dahinter. Die 4 steht für Allrad. Serienmäßig kommt er als Hecktriebler. Und das X steht für die größere Batterie. Was einem vielleicht auch direkt auffällt, sind diese Zahlen hier. Was haben die denn zu bedeuten? Ja, in Amerika ist das schon eine große Sache mit Carsharing zum Beispiel. Das heißt, man bekommt hier so einen Code zugeschickt per App und kann sich dann so ein Auto abholen. Der Schlüssel kann drin bleiben und das Auto kann dann nur durch diesen Code hier geöffnet werden. Oder man geht mal joggen, man will keinen Schlüssel mitnehmen. Das ist eine coole Sache. Nur damit ihr mal seht, was hier abgeht. Hier stehen noch überall getarnte Autos rum, hier ist überall Security. Es darf natürlich nichts an der Öffentlichkeit geraten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Bill Ford persönlich zu treffen und mit ihm in einer Talkrunde zu sprechen. Und Bill Ford ist der Urenkel von Henry Ford. Und ich bin echt super gespannt, ihn zu treffen und ja, gespannt, was er zu sagen hat. Which car makes you the most smile? Well, I would have said prior to today, one of the Shelby Mustangs that I have. I love them. They bring a smile to my face every time I get in them. I love working through the gears, which is why I have a Mustang 350R rather than our GT 500 because that's paddle shift. I still am old school and like to work through the gearbox. Those to me were always my favorite vehicles. This, I think, could challenge it because this is everything that I'd like the company to be in the future, and it's really fun to drive. Thank you.
Thank you. So, mal ganz kurz, was gerade passiert ist. Der Bill Ford kam hier tatsächlich auf diesem Airport mit seinem Privatjet an, kam eine Minute später bei uns im Raum rein. Wir konnten jetzt leider nicht so viel filmen. Wir hatten eine ganz tolle Gesprächsrunde mit ihm und ich war die Einzige, die gefragt hat, ob sie bei ihrer Frage filmen darf. Und ja, da hat er sich, glaube ich, sehr über die Frage gefreut. Das war eine persönliche Frage. Ja, und jetzt, ihr seht, hier sind schon ordentlich Aufbauarbeiten. Es geht bald los. Ich freue mich. This isn't your mom's SUV. No, it's actually really impressive. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen Ford Mustang Mach-E und natürlich auch vom Mach-E GT. Was haltet ihr davon, dass der Wagen überhaupt nach dem Mustang benannt wurde? Wie findet ihr die Optik? Schreibt alles in die Kommentare, fangt an zu diskutieren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!